Herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute will ich euch zeigen, was ich die Woche über gebaut habe. Ich kann euch sagen, es ist für die Garage. Also, wenn ihr wissen wollt, was ich gebaut habe, bleibt schön dran. Alles weitere folgt nach dem Intro. Ja, diese Woche habe ich was ganz Besonderes gebaut. Ich habe mich da inspirieren lassen von mehrwochenende.de. Die haben das schon mal vorgebaut, in einem anderen Modell allerdings. Sie haben den Canada AD für das Doppelbett und wir haben den Canada AE. Ja, die Abmaße sind natürlich anders, weil denen ihre Garage ist etwas größer als meine und dadurch musste ich etwas umplanen. Ja, will ich euch gleich mal das gute Stück zeigen. Ne, also steht hier noch in meinem Keller, beziehungsweise meiner Werkstatt. Ja, da ist nun das gute Stück. Also ich habe diese Woche ein Regal gebaut. Aus Cantoflex-Profilen. Das sind diese guten Teile. Die sind 25 x 25, also schön quadratisch. Dazu kommen noch sogenannte 3 Flanschverbinder, wie man so schön sagt, oder 3 Zapfenverbinder. Die Zapfen gehen in die Richtung jeweils und müssen mit einem Hammer leicht reingeschlagen werden. Das klemmt sehr gut. Das kann man nicht anders sagen. Ja, dann die Länge ist 1,40 m circa mal 40,6. Warum 40,6? Naja, dadurch kann ich noch hier rein theoretisch Euroboxen reinmachen, die ich aber jetzt nicht erstmal geplant habe einzubauen. Aber ich wollte es zumindest so weit vorbereitet haben, dass es funktioniert. Ja, denn als nächstes haben wir ein U-Profil. Da muss man hier oben so ein bisschen das ausklinken, damit das dann hier schön bündig ist. Und dann halt auf Länge zuschneiden. Das Ganze habe ich mit selbstbohrenden Schrauben gemacht, weil ich zu faul war, Löcher zu bohren, Gewinde zu schneiden und so weiter und so fort. Und außerdem beim Blech mit Gewinde ist immer so schwierig. Das kann man schnell überdrehen und dann hält das Ganze nicht mehr. Ja, wenn man denn das installiert hat, dann kommt man dazu, ich mach mal kurz die Tasche raus. Diese Profile, das sind 7,5 mal 12,5 einzubauen. Auch das Ganze habe ich mit selbstbohrenden Schrauben von der Seite reingeschraubt. Ja, wenn man das Ganze dann hat und sich wenn man das Ganze hat, dann kann man das zusammenschrauben alles. Eine Besonderheit hatte ich, das war tatsächlich hier vorne. Da habe ich ein Loch gebohrt, so dass die Schraube verschwunden ist im Profil, weil die liegt nämlich auf dem Vierkantprofil und nicht innerhalb des Vierkantprofils. War etwas einfacher zu handeln als das andere. Ja, was ist noch eine Besonderheit? Und zwar, das sind sogenannte Reisenteltaschen, Easybag auch genannt. Die haben hier so das Schöne, die haben hier so eine Dings zum Einhängen, so dass man das dann super hier einhängen kann und trotzdem noch die Tasche benutzen kann. Der Vorteil ist natürlich, ich kann hier schon meine Badesache reinmachen, für den Strand, sag ich mal, und alles. Und dann kann ich hier einfach den Henkel nehmen und den anderen Henkel nehmen und kann das Ganze dann mitnehmen, sage ich mal. Das ist natürlich sehr praktisch und auch wirklich eine tolle Sache. Ja, wie ihr seht, ich habe 4 Fächer, weil mehr wollte ich, haben nicht reingepasst. Aus dem Grund, weil ja schon daneben ich letzte Woche die Airline-Schienen gemacht habe, um meine Stühle festzumachen. Noch eine Besonderheit zu dem Regal ist eine Sache, ich werde hier noch so ein paar Flachstäbe hinmachen, sage ich mal, oder vielleicht auch Airline-Schienen, um dann hier noch, sag ich mal, die Keile festzumachen oder die Kabeltrommel. Da bin ich mir noch nicht ganz sicher, was ich da reinmachen werde. Und in der kurzen Ecke, die ich hier habe, wenn man es von hier sieht, sieht man es etwas besser. Ne? Also da bin ich noch ein bisschen uneinig, was ich da reinpacken werde. So, nachdem ich euch alle Details von meinem schönen Regal erklärt habe, was ich selbst gebaut habe aus Cantoflex-Profilen, will ich natürlich rausgehen zum Wohnmobil und will das natürlich einbauen. Aber dazu ziehe ich mir eine Jacke an, weil heute regnet es irgendwie den ganzen Tag. Es ist echt
beschissenes Wetter, will ich mal sagen. Naja, wir sehen uns dann gleich im Wohnmobil wieder. Also, bis gleich, Leute. So, nur für euch, ich habe das Regal schon mal reingestellt, weil ich wollte nicht die ganze Zeit die Kamera, war sowieso schwierig festzuhalten. Ja, jetzt wird es kurz zur Zeit dunkel, weil hier nicht ganz so viel Licht ist. Oh, man sieht mich wieder, das ist ja super. Ne? Also, ich zeige euch das jetzt noch mal ganz kurz, wie es denn eingebaut ist. Und zwar, wenn man jetzt hier schaut, hier sind die Airline-Schienen, die gehen bis hierhin, bis zu der Kante. Bis zu der Kante hier. Und dann kommt schon das Regal, was bis drüben bis zur anderen Tür geht. Ja, das Ganze mache ich genauso auch mit den Profilen fest, so dass man das nachher wirklich fest eingebaut ist. Und ja, das war's, was ich so euch über mein Regal heute erzählen wollte. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir ein Like und abonniert mich gerne für weitere Sachen. Also, ich wünsche euch eine schöne Woche und bis bald.